Hast du schon mal was von den agilen Werten oder dem agilen Manifest gehört? Oder wüsstest du gerne, was die agilen Grundwerte sind und wie sie deine Projekte positiv beeinflussen können? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, erkläre ich dir, was die agilen Grundwerte sind und wie diese zum Erfolg deiner Projekte beitragen können. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Also, was hat es nun mit den agilen Werten auf sich? Diese haben ihren Ursprung im Manifest für agile Softwareentwicklung, welches Kent Beck 2001 mit einigen Mitstreitern ausgearbeitet hat. Du findest es unter agilemanifesto.org. Auch wenn es seinen Ursprung in der Softwareentwicklung hat, kannst du es auch in anderen Anwendungsbereichen einsetzen. Die 4 Grundwerte werden durch jeweils 2 Wertepaare abgebildet, wobei das erste immer höher geschätzt wird als das zweite. Das heißt jedoch nicht, dass die zweiten unwichtig sind. Oft hört man die agilen Werte auch unter dem Begriff agile Leitsätze oder agile Prinzipien. Letzteres beschreibt aber einen anderen Teil des agilen Manifests. Schauen wir uns die Werte nun genauer an. Der erste lautet Individuen und Interaktionen vor Prozesse und Werkzeuge. Es klingt erstmal recht intuitiv, dass Menschen und deren Kommunikation höher gewichtet sind als Prozesse und Werkzeuge. Doch immer wieder stehen im Arbeitsalltag zu viele Prozesse der direkten Kommunikation im Weg. Dadurch halten sich Menschen dann an starr vorgegebene Arbeitsabläufe. Um das zu verhindern, ist Kommunikation von Angesicht zu Angesicht unersetzlich. Fördern kannst du dies zum Beispiel dadurch, dass alle Projektmitglieder im selben Raum sitzen. Der zweite Wert ist funktionierende Software vor umfassende Dokumentation. Damit wird die Ergebnisorientierung von agilen Methoden zum Ausdruck gebracht. Es geht dabei nicht darum, Dokumentation gänzlich abzuschaffen. Vielmehr wird der Fokus auf das Erschaffen von echtem Mehrwert gelegt. Anstatt Software kannst du natürlich auch Produkte oder andere Arbeitserzeugnisse in den Term einsetzen. Der dritte Wert lautet Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Vertragsverhandlungen. Natürlich wird es immer Verträge geben und das ist auch gut so. Doch eine gute persönliche Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als ein formaler und womöglich wasserdichter Vertrag. Denn ein Vertrag, der vor Beginn eines Projekts erstellt wird, kann nie in der Lage sein, alle Eventualitäten abzudecken. Die direkte Zusammenarbeit mit dem Kunden ermöglicht es hingegen, auch während der Projektumsetzung auf Änderungen gewinnbringend einzugehen. Beziehe deine Kunden also regelmäßig in deine Planungen mit ein und bitte sie um Feedback zu den bisherigen Arbeitsergebnissen. Womit wir zum letzten Wert kommen: Reagieren auf Veränderungen vor Befolgen eines Plans. Dies ist in Kontexten, die sich schnell ändern, besonders wichtig. Denn ein Plan kann immer nur so gut sein, wie der Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung es erlaubt. Da das Wissen sich stetig erweitert, ist es wichtig, auf Veränderungen reagieren zu können. Natürlich sollen Pläne nicht ganz abgeschafft werden. Schließlich geben sie Orientierung. Dennoch solltest du bei Veränderungen in der Lage sein, vom Plan abzuweichen. Damit haben wir uns die 4 Grundwerte des agilen Manifests erschlossen. Zudem gibt es im agilen Manifest noch 12 Prinzipien, die die 4 Werte stützen. Schau doch mal im agilen Manifest nach und überlege dir, welche du davon bereits umsetzt und wo du noch nachbessern kannst. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.